So, hallihallo und willkommen zurück zu Java Datenhaltung. Ja, hier werden wir natürlich weiterbauen an unserem HSQL-Programm und zwar genau da, wo wir aufgehört haben. Gut, fangen wir gleich an. Also, wenn ihr Fragen oder sowas habt, dann schreibt sie natürlich wie immer in die Kommentare. Ich fange jetzt gleich mal umgekehrt an. Und was bei dieser Serie natürlich sehr wichtig ist, bitte schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, also was ich da noch machen kann. Ähm, ja, vor allem an die zwei, die das Programm sich von mir gewünscht haben. Okay, gut. Was wir auf jeden Fall brauchen werden, ist das Einfügen von neuen Kunden, nehme ich mal an. Und das Einfügen von neuen Rechnungen natürlich auch. Aber da das Einfügen von neuen Kunden einfacher ist, werde ich damit anfangen. Gut, als erstes schreiben wir uns dazu mal die Methode, die das Ganze in die Datenbank einfügt. Und das wird dieses Video werden. Also wir machen hier, das wird ja natürlich eine Void werden, denn wir wollen ja an für sich nichts zurückgeliefert bekommen, sondern wollen einfach nur diese Person einfügen. So, damit das Ganze mal ein bisschen übersichtlicher bleibt, werde ich hier mal ein paar Funktionen einklappen, nämlich die und die. Und auch den Konstruktor werde ich einklappen und ja, die Main werden wir brauchen. Gut, so, also, hier an der Seite könnt ihr immer noch den Outline sehen, das heißt, hier steht dann alles drin, was wir so haben. Okay, Public Void Insert Customer. So, da brauchen wir dann natürlich, ja, logischerweise zuerst einmal den String First Name und String Last Name. Und dann logischerweise, hier sehen wir noch, also von unserem letzten Beispiel, das hier ist die Street, wo er genau wohnt. Und dann noch der Ort, an dem er wohnt. Der wurde hier gar nicht ausgegeben, fällt mir gerade so auf. Okay, dann wird natürlich die Funktion hier gerade so angepasst. Ist mir gerade so aufgefallen, dass das bis kleiner gleich Max Columns läuft. Ähm, ich tue hier einfach mal kurz diese Methode fertig machen. Die muss ja noch nichts können. Und ja, jetzt läuft die City auch mit. Genau. So. Das heißt, wir brauchen hier noch einen String Street. Schreiben wir es klein, wie immer. Und einen String City. So. Wenn wir jetzt eine richtig außergewöhnlich große Datenbank entwerfen würden, dann würden wir höchstwahrscheinlich hier nicht City hinschreiben, sondern also die Postleitzahl. Und mit der Postleitzahl würden wir dann automatisch auf die City kommen und teilweise sogar, also wir könnten von der Street auf die Postleitzahl mappen und von der Postleitzahl auf auf die Stadt kommen. Ähm, also zumindest aus Straße und Postleitzahl müsste sich eindeutig eine Stadt ergeben. Ich werde jetzt hier aber nicht Postleitzahl benutzen, denn ja, ich habe einfach nicht die Möglichkeit, hier alle Postleitzahlen irgendwie aus einer Datenbank zu kriegen. Gut, deswegen Insert Customer macht einfach mal Folgendes. Wir wollen ein Execute SQL haben. Ähm, und ja, das wird sich dann natürlich hier in dieser Methode wiederfinden. Deswegen habe ich die auch gerade mal auf noch. So, und das wird dann natürlich folgendermaßen aussehen. Wir wollen ein SQL-Statement haben. Falls ihr nicht wisst, wie die SQL-Statements zustande kommen, würde ich euch wärmstens meine SQL-Videos empfehlen. Die werden wir nämlich für dieses Kapitel hier dringend brauchen. Gut. Ähm, also, wir wollen in unsere in unsere Tabelle Customers insert, also der Befehl nennt sich natürlich insert into, und wir wollen in die Datenbank mit Customers drin, wollen wir ähm, wollen wir einfügen, und zwar zunächst einmal die ID, also Insert into Customer, Values. So, und was jetzt hier natürlich das Besondere ist, wir wollen hier natürlich, ja, wir wollen natürlich die Variablen hier einfügen. Wir wollen jetzt nicht hier reinschreiben Hans Peter, sondern wir wollen hier tatsächlich den übergebenen First und Last Name reinschreiben. Und das machen wir, indem wir einfach hier First Name und dann brauchen wir natürlich wieder ein Komma und ein Leerzeichen. Achso, und die Klammer auf dürfen wir auch nicht vergessen. Values und dann hier eben die Werte reinpacken. Ähm, ja, Insert into Customer, also Customer ist die Datenbank, Values, First Name, Komma, plus Last Name.
plus, Komma, plus, Street, erstmal, plus, Komma und leer, plus, ach halt brauchen wir gar nicht, City. Und dann brauchen wir wieder ein Plus und die Klammer zu. So, ja, und jetzt werden wir, wenn wir das Ganze ausführen, Folgendes bekommen. Ich werde es euch gerade mal kurz vorführen. Ich bin mir noch gar nicht sicher, welcher Fehler kommt. Wie war das nochmal? Execute SQL über SQL. Ups. Ein Result-Set können wir jetzt natürlich nicht erwarten. Oder wir können es ja mal probieren. Was kommt dann bei raus? Result-Set R gleich so. Und jetzt printen wir das alles mal. Ich bin gespannt, ob da überhaupt was rauskommt. Aber eigentlich sollte da überhaupt nichts mehr rauskommen. Achso, ja, wir haben da oben noch nichts geändert. Wir müssen hier natürlich zunächst einmal hier noch in die Main-Methode einfügen, dass wir einen Customer, Insert Customer, und der nennt sich jetzt Max Mustermann Musterstraße in Musterstadt. So. Und ja, wenn wir das jetzt ausführen, bekommen wir Folgendes. Wir kriegen hier oben einen Fehler. Unexpected Token, Komma, required, Klammer auf. Ja, wo ist das? Das finden wir natürlich so. Hier bei Execute SQL natürlich. Hier in unserer SQL, in unserem SQL-Statement haben wir anscheinend einen Fehler. Dann würde ich sagen, spezifizieren wir uns doch mal hier noch unsere Werte weiter, die wir haben wollen. Wir wollen nämlich hier First Name, also die heißen ja gewissermaßen immer gleich, also wie unsere Tabellen halt heißen. First Name, Last Name, ähm, Street und City. Und hier schreibe ich City mal gerade noch klein. So. Und vielleicht kriegen wir jetzt ein bisschen was Spezifischeres raus als diesen Error. Nein, immer noch nicht. Okay. Schade, ich dachte, da kommt was Detaillierteres raus. Ja, gut, dann gibt es halt keine detailliertere Fehlermeldung. Was wir hier gemacht haben, ist an für sich nicht möglich in HSQLDB. Wir müssen damit Prepared Statements arbeiten. Das ist eine Besonderheit, die euch vielleicht freut und vielleicht auch nicht. Ich werde euch jetzt zeigen, wie das Ganze funktioniert. Das ist nicht ganz easy. Okay, also wir werden hier die Werte einfügen. Ich packe jetzt einfach mal am Anfang mit 52 hin, die werden wir später noch genauer untersuchen. Wir haben ja bereits 51 Leute, glaube ich. Ich schaue gerade mal. 51 sind drin, genau, das heißt die nächste ID wäre 52. Da werden wir dann später noch was dazu machen. Ja, als erstes müssen wir dann natürlich hier mal den Last Name ersetzen. So, durch Fragezeichen. Und den First Name natürlich auch, den habe ich auch schon rausgelöscht. Durch also durch einfach diese Fragezeichen hier. Und diese Fragezeichen, die werden dann in unserem Prepared Statement verändert. Also Insert into Customer Values 52 Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Genau so hätte ich das gerne. Und jetzt haben wir hier ein Prepared Statement, genau das. Und das nenne ich einfach mal Prep. Ist gleich. So, und jetzt müssen wir wieder auf die Connection zugreifen. Punkt. Prepare Statement. Ja, was jetzt dieses Prepare Statement macht, ist folgendes. Das steht hier auch nebendran. Wir erstellen quasi ein Prepared Statement und können darin die Fragezeichen ersetzen. Und genau das ist, was wir eben machen wollen. Deswegen haben wir da oben auch Fragezeichen gesetzt. Wir werden hier natürlich als allererstes mit diesem SQL-Statement darauf zugreifen. So. Und so erstellen wir das Ganze hier.
So, und jetzt können wir sagen prep.setString hier. So, und jetzt sagen wir hier, okay, Parameterindex ist, ich schaue gerade, was hier genau steht. Ähm, perfekt, ja genau. Also, ähm, wir haben hier unser erstes Fragezeichen, das wir ersetzen wollen, und das ersetzen wir durch unseren First Name. Ähm, was ist ein Problem? Ach, das braucht Try and Catch. Das wusste ich jetzt auch nicht. Ja, gut, okay. Da müssen wir aber hier natürlich das Ganze hier rumsetzen. Am besten um das SQL-Statement auch noch drumherum. So, alles mal einrücken. Okay, hier, so. Und das können wir uns jetzt kopieren. Die waren ein bisschen unnötig. Okay, so, hier setzen wir den Last Name an die Stelle 2. Und an die Stelle 3 setzen wir logischerweise die Street. Und an die Stelle 4 setzen wir die City. So, und jetzt sollten wir natürlich auch noch dieses Execute SQL ändern, denn das Execute SQL funktioniert jetzt auch nicht mehr. Das Ganze funktioniert jetzt über dieses Prepared Statement, das hat nämlich ein Execute Update. Also prep einfach nur prep.execute Update. So, und das erzeugt uns jetzt eben diesen neuen Kunden hier rein mit den Werten Max, Mustermann, Musterstraße und Musterstadt. Und dann sollte theoretisch, wenn ich was nicht übersehen habe, ja, hier unten sehen wir jetzt die ID 52, First Name Max, Last Name Mustermann, Street, Musterstraße und City ist Musterstadt. Wie wir alles setzen wollten. So, jetzt habe ich euch ja noch versprochen, oh, wir sind schon wieder bei 12 Minuten, das sind lange Videos hier, muss ich sagen. Ein Grund mehr, warum ich nicht so viele davon auf einmal machen kann. Ja, was wir jetzt hier noch ändern wollen, ist natürlich die 52. Wir wollen nicht jedes Mal den Wert 52 da reinsetzen, denn wir wollen das immer nacheinander machen. Also sagen wir hier, okay, die 52 ist auch ein Fragezeichen. Logischerweise muss ich dann hier natürlich auf 2 setzen, auf 3, auf 4 und auf 5. Und hier das erste Fragezeichen habe ich sogar noch im Zwischenspeicher. So, das erste Fragezeichen wollen wir jetzt ersetzen durch hier eben diese ID, die als nächstes kommt. Und das machen wir, indem wir erstmal eine Anfrage stellen, nämlich die Select All, die wir hier unten noch haben. Da kriegen wir dann quasi alles raus. Also sage ich hier erstmal, achso, die printet sogar gleich. Ja, okay, dann können wir die doch nicht nehmen. Ich dachte, die könnten wir gleich nehmen. Schade drum. Okay, dann sagen wir hier eben Execute SQL und sagen Select All from Customer. Upsala. So. Ja, das Ganze liefert uns natürlich wieder ein Result Set. So, und jetzt wollen wir natürlich gucken, wie lang ist dieses Result Set. Also R. -Punkt und ja, hier können wir dann natürlich noch schauen. Ja, wir wollen jetzt rausfinden, wie lange ist dieses Subset, genau. Was wir auch einfach stattdessen machen könnten, wäre, wenn wir ja nicht wissen, ob zwischendrin vielleicht was gelöscht wurde oder sowas. Also sagen wir mal, wir würden jetzt hier die Julia Patterson löschen und hätten dann die ID 47 frei. Das heißt, wir hätten nur noch 51 Einträge hier drin. Das heißt, wir würden die ID 52 zweimal überschreiben. Das wäre natürlich blöd. Das heißt, was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir gehen einfach upsala, wir gehen einfach direkt vor das letzte Attribut, also vor die letzte Zeile. Ja, und schauen gehen eins zurück und schauen dann, was dann eben dort als letztes drin steht. Ja, und das machen wir ganz einfach mit der Funktion last. Jetzt kann es natürlich passieren, dass wir hier eine leere Tabelle haben. Also sagen wir mal noch überhaupt keine Kunden. Wäre natürlich traurig für unser
Geschäft. Aber ja, deswegen liefert uns diese Last-Funktion hier, auch noch. Okay, die Last-Funktion liefert uns hier steht's, True, wenn der Cursor dann auf einer gültigen, also er setzt erstmal den Cursor auf das letzte Element im Result-Set und das kann natürlich auch leer sein, wenn hier einfach irgendwas schiefgelaufen ist, also wenn wir nicht connected sind oder sowas. Und wenn es funktioniert hat, dann kriegen wir eben True zurück, das heißt, wir können hier durch die if-Abfrage eben das Ganze feststellen. So, und ja, jetzt sagen wir r.last, okay. Das heißt, wir sind beim letzten Objekt. Jetzt sagen ähm, wir erstellen uns hier oben noch ein Integer Index gleich 0 am besten und sagen dann, okay, r.get int und diesmal brauchen wir wirklich den Integer, weil wir wollen ja hier tatsächlich auf den int zugreifen und wir sind an der Stelle 1 natürlich, weil wir hier anfangen, also mit HSQL fängt man ja bei 1 an und nicht bei 0. Fragt mich bitte nicht wieso. Ich komme immer noch nicht ganz drauf klar, aber hey. Ja, und dann sagen wir hier einfach Index gleich und das ist dann die ID von dem letzten Objekt, das wir hier haben. Und da addieren wir dann 1 drauf. Das Semikolon steht schon da. Hier unten brauchen wir das Result-Set natürlich nicht mehr, das heißt wir sagen hier r.close. Okay, ich pack's ins Try und Catch rein. Wobei, nee, es sollte vielleicht in einem eigenen Try und Catch stehen, weil wir das ja auch so. Und ja, hier packen wir dann eben genau diese ID rein. Nämlich hier mit dem Index. So, jetzt kriegen wir natürlich hier das Problem, setString ist, ist natürlich so ein Problem. Probieren wir es mit setLong aus. Ich weiß nicht wirklich, ob es funktioniert, aber ich nehme mal an, dass es tut. So, und jetzt führen wir das aus und es gibt natürlich einen Error. Ah, super. Okay. So, Feature not supported. Schön. Das heißt, wir können diesen Integer hier nicht wirklich setzen. Na toll. Macht doch gar nichts, weil mich gerade hier Java verarscht hat. setLong ist totaler Schwachsinn. Warum nehmen wir nicht einfach setInt? Das wäre doch mal sinnvoll. Ja, und wir kriegen wieder einen Fehler. Das liegt allerdings an was anderem. Feature not supported in der Zeile hier. Habe ich auch gerade erst festgestellt. Und zwar, ja, hier ist HSQLDB ein bisschen eigen. Es unterstützt weder r.last noch r.afterlast noch, ja, halt solche Sachen alles nicht. Also das heißt, wir müssen hier mit einer While-Schleife durchiterieren, was ein bisschen uneffizient ist, sage ich jetzt mal, aber solange eure Datenbank nicht unglaublich riesig wird, sollte das nicht so ein Riesenproblem sein. Gut, also while r.next und dann sagen wir hier einfach if ups, das hätte ich vielleicht nicht löschen sollen, ich brauche die Anfrage. If der Index, den wir hier lesen können, wenn der größer ist als der Index, den wir draußen stehen haben, sollte ja mindestens 0 sein, dann machen wir das Semikolon hier mal weg. So. Dann setzen wir unseren Index gleich dem r.getInt an der Stelle 1. Das heißt, wir kriegen hier auf jeden Fall immer den größten mit, egal wie es sortiert ist sogar. Ist vielleicht sogar noch ein Stückchen besser. Ja, und wenn wir dann fertig sind, dann sagen wir einfach Index plus plus. So liefert uns das Ganze einfach das Maximum, so sollte es zumindest sein. Und wir sehen, es funktioniert. Also danke HSQLDB, dass du mir das tut so verzogen hast. Ja, wir haben hier also an eine variable Stelle einen Index eingefügt, nämlich der als nächstes kommt, und zwar mit Vornamen Max, Nachnamen Mustermann und so weiter und so fort. Ja, wenn ich das jetzt nochmal ausführe, dann funktioniert es nicht mehr, warum auch immer. Ja, da mein Nachbar jetzt endlich mal aufgehört hat mit Bohren, kann ich weitermachen. Und zwar, der Grund, warum wir hier nicht weitergekommen sind, ist folgender. Ich habe hier jetzt mal ein bisschen rumprobiert in der Zeit.
Ja, wir haben folgendes Problem. Wir müssen hier erst einmal noch dieses Prepared Statement noch zu Ende bringen, nämlich, upsala, das war das Falsche, im Finally Block, und zwar mit prep.close. So, das Ganze wirft jetzt wieder eventuell einen Fehler, das heißt, wir müssen es wieder surrounden. Im Finally Block nochmal ein Try and Catch drin, relativ unschön. Was wir hier oben allerdings auch vergessen haben, beziehungsweise was ich vergessen habe, ist, man muss hier diese Connection auch wieder zu Ende bringen. Sonst ist die immer noch aktiv und man hat keine Garantie. Also wenn die Connection geschlossen wird, dann werden die ganzen Update-Statements, ja, das muss auch surrounded werden, werden die ganzen Update-Statements ausgeführt und bis dorthin hat man keine Sicherheit, dass die Update-Statements dann wirklich auch zu Ende sind. Auch wenn das Programm beendet ist, solange die Connection theoretisch nicht geschlossen wurde, müssen die nicht durchgeführt worden sein. So, ich lasse es jetzt nochmal laufen und wir sehen hier, wir haben 54. Max Mustermann und wenn ich das jetzt nochmal ausführe, haben wir den 55. Das heißt, es fügt jetzt jedes Mal einen neuen ein und führt das Update-Statement dann auch wirklich aus. Das ist doch das Wichtigste. So, das war's mit dem Video und ja, nächstes Mal machen wir, dass wir das auch tatsächlich per Konsoleneingabe machen können. Also dass da wobei ich weiß noch nicht, ob wir das tatsächlich nächstes Mal machen. Wir werden sehen. Alles klar, dann wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.